Mein Name ist David Rulf und ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich komme aus Österreich. Ich bin geboren in Oberösterreich und lebe jetzt in Wien. Es hat mich sehr begleitet und es war immer nebenbei und neben mir. Und ich war immer der Meinung, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist etwas, was sehr gut ist für andere Menschen. Aber ich habe mich persönlich bis zu den ersten Besuchen in Figueira, ich habe dort meine Familie besucht und war vor einem Jahr genau in einem Marathon in Figueira und hatte dort eine sehr starke Erfahrung. Ich habe mir damals gedacht, Beten ist nichts für mich, aber ich bin hier und der Marathon findet statt und ich habe nichts zu verlieren und ich werde mitbeten. Das war die Entscheidung als Experiment, als Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, okay, ich mach mit und schau, was passiert. Also der Marathon hat begonnen und ich habe mich selbst wiedergefunden, betend mit allen Menschen, die dort anwesend waren, mit dennoch Widerstand. Und in einem Moment habe ich in mir verspürt, diesen Widerstand, der in mir gesagt hat, was machst du da? Du stehst hier, betest, die beten alle, wo bist du da, was soll das? In diesem Moment habe ich gespürt, dass es eine Art von Angst ist, die mich vielleicht wegziehen will und möchte. Und diese Antwort kam von meinem Kopf, aber ich hatte eine andere Antwort, die vom Herz kam und die mir gesagt hat, ja, bleib da und mach das. Und ich habe diese Energie verspürt, die gesagt hat, du musst raus, geh weg von hier. Und ich habe gesagt, ja, ich verspüre das, aber ich bleibe und ich mache weiter. Und diese Energie, die gekommen ist und diese Angst war sehr stark. Und ich habe gesagt, okay, ich spüre es und es ist da, diese Angst, aber ich bleibe trotzdem und mache es nach. Und das Gebet wurde sehr stark durch das, dass es einfach umgewechselt wurde in etwas, wo ich diese Energie auf einmal, ich bleibe hier, ich mache das. Und in diesem Moment hat sich für mich sehr viel verändert. Ich habe mir immer die Frage gestellt, Gott ist bestimmt überall, das was man weiß und was nebenbei man mitbekommt. Und in diesem Moment habe ich verspürt und gesehen, dass Gott in jedem war, in jedem, der neben mir gestanden war. Diese Freude, die jeder hatte, diese Gemeinschaft miteinander, diese Liebe, die jeder verspürt hat. Und dieser Frieden war etwas Zeitloses, was ich in meinem ganzen Leben davor nicht verspürt habe. Und mir auch nie erwartet hätte, es in so einer Form erfahren zu können und dürfen, dass es möglich ist. Aber was ich in dieser Situation gesehen habe, dass alle Menschen auf einmal miteinander so verbunden waren, das war für mich eine Wahrheit, die mir einfach vor Augen gestellt hat, okay, in diese Richtung musst du gehen oder du kannst noch ein bisschen im Kreis gehen, wenn du willst. Aber für mich war es zu diesem Moment klar, das ist die Richtung für mich, um diese Verbundenheit zu spüren. Und das wünsche ich mir auch für jeden anderen, das zu erfahren als Erfahrung. Ein Eintritt war eine Erfahrung zu machen und es hat etwas geöffnet und was dort Platz genommen hat, hat für mich mein Leben verändert. Also bis jetzt war ich bei 2 Marathons dabei. Eben einen vor einem Jahr am 5. 6. Juli 2017. Und jetzt in Österreich in Wien am 5. 6. Juli 2018 im 3. Bezirk in Wien. Ich habe sehr viele Freunde, mit denen ich diese Informationen über diesen 2. Marathon in Wien geteilt habe. Ich hatte zum einen sehr viel Angst, diesen Widerstand zu spüren von meinen Freunden, weil ich es auch kenne,
nein, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, was ist das? Und das war eine Angst, die ich hatte. Was genau passiert ist, ist das, dass ich etwas in den Weg gestellt habe und diese Information nicht weitergegeben habe und es eine Barriere dargestellt hat. Aber ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es weitergegeben und zu meiner großen Überraschung und zu meiner Freude sind sehr viele Freunde gekommen, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass sie kommen. Von Zeiten in meinem Leben, wo ich mir heute noch auf den Kopf greife, sind Leute gekommen, Freunde, die gesagt haben, ja, was ist hier los? Okay, ich bin da. Und es war irgendetwas, was sie gerufen hat. Sie wussten nicht einmal, was genau passiert. Sie sind gekommen, alle. Und in einem Moment sind sie alle da gestanden. Und ich habe mir gedacht, was ist los? Was ist jetzt los? Für mich war es ein Wunder. Ich hätte mir das in meinem Leben nicht vorgestellt. Jeder, der gekommen ist, von meinen Freunden, hat das Herz aufgemacht und es hat die Sakramente gegeben. Sie haben sie alle gemacht. Alle. Alle, die da waren. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ich kann es nicht glauben. Was ich in den Augen gesehen habe von meinen Freunden, war einfach was Wunderbares. In diesem Moment teilzunehmen, war unglaublich. Yo necesito compañeros que descubran dentro de ustedes lo que verdaderamente son. Así ayudarán también a construir los nuevos tiempos y llevarán al mundo la paz y el amor que tanto necesita, para que muchas más almas, al igual que ustedes, se animen a dar nuevos pasos en el sagrado compromiso con el Creador. Así serán mis testigos por medio de la transformación de sus vidas. Por medio de mis palabras y del universo que hoy les traigo a todos, disuelvo el pasado de Austria, los hechos de sufrimiento y de dolor, para que en el renacimiento de la llama de la fe y de la confianza en lo divino, las almas se animen a dar un gran sí al universo. Toda la humanidad está frente a una gran elección que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por eso, como hace más de 2000 años atrás, pero ahora en todos los lugares del mundo, vengo a llamar a mis rebaños que vienen con diferentes experiencias, culturas, lenguas e historias profundas que yo vengo a transformar y a sublimar en la presencia del Dios vivo, por medio del Hijo y de su corazón. Celebremos este momento en donde el universo superior ingresa en el universo interior de los corazones para disolver el sufrimiento y el pasado y hacer renacer la alegría de estar en comunión con lo alto. Wie ich es sehe, das ist der Grund, warum der Marathon hier stattgefunden hat, um uns einfach zu erlösen, zu befreien, uns frei zu machen, uns zu erleichtern von unserer Geschichte, von so vielen Sachen, die wir hier leben. Auf einer Seite leben wir in einem Wohlstand, sagen wir, als reiches Land. Wir haben ein Haus, man muss nicht auf der Straße leben, es gibt Institutionen, wir haben ein super Sozialsystem und so weiter und so weiter. Innerlich verhungern wir alle, weil wir immer mehr alleine für uns sind und immer außerhalb von uns selbst leben. Das ist die Richtung, wie ich es wahrnehme, dass die Leute immer mehr so gehen wie in einen Tunnelblick und nicht sehen, was links und rechts passiert.
Es gab in Europa eine Marienerscheinung, wo die Heilige Mutter mit einem Kind, einem hungrigen Kind aus Afrika erschienen ist, weil es dieses Kind am meisten nötig hat, Hilfe zu erhalten. Was diese Nachricht für mich, wie ich sie wahrgenommen habe, ist, dass es unsere Augen öffnet, dass die Art und Weise, wie wir leben, in diesen Unterschieden, in diesen Konditionen, die wir machen, nicht so weitergehen kann. Ich habe es für mich so wahrgenommen, dass es unsere Augen öffnet und uns als grenzenlose Individuen auf dieser Erde sehen, miteinander, ohne diese Grenzen zu ziehen, wer wo in welchen Ländern. Und es ist, so wie wir leben, ist es so verteilt, dass wir so viel haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Und in anderen Ländern kann sie gar nichts haben. Es ist diese Ungerechtigkeit, die wir auch kreieren, unterstützen mit unserem Konsumverhalten, mit unserem Leben, wie wir es leben. Wir leben in Überfluss, was diese Sachen angeht, von materiell gesprochen. Ich fühle sehr stark einen Ruf, der für mich in mein Leben getreten ist, mit vielen Fragen und wenigen Antworten, die mein Leben immer wieder in einen Kreis bewegt hat, wo ich mir gedacht habe, mir fehlt etwas und ich glaube, dass es mehreren Leuten so geht. Und es ist schwierig, diesen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Es bedeutet nicht, irgendwo beizutreten, irgendetwas zu unterschreiben, zu verkaufen. Es geht rein allein um das, diese Erfahrung zu machen, sich dafür zu öffnen, den ersten Schritt zu gehen, in diese Erfahrung zu machen. Wer will keine Liebe erhalten? Das ist eine gute Frage, kann sich auch jeder selbst beantworten.